Ja, willkommen ihr Zuckerschnuten bei Olle an der Hi-Fi, dem Kanal für DIU und Lautsprecherbau. Ihr seid wieder bei mir gelandet und heute gehen wir zusammen zu LH Audio nach Bangkok, dem Mekka für Vintage Hi-Fi. Lasst euch überraschen, was ich gefunden habe und am Schluss, wie das Fazit ausfällt, ob es sich lohnt oder nicht lohnt. Schaut es im Video. Wie immer, liken, folgen, kommentieren, um nichts zu verpassen. Rock on, Jungs! Hier sind wir schon in der Zielstraße. Nach knapp 30 Minuten sind wir, wie ihr seht, bei bestem tropischen Sonnenschein angekommen. Hier bei LH Audio. Und rein geht es in Zone 1. Ja, lauter Vintage Hi-Fi. Hier eben die ganzen Lautsprecher. Und wie ihr seht, alles alte Geräte, die aber teilweise seinerzeit in ihrer Ära auch ihre Berechtigung hatten eben. Zwischendurch oder zwischendrin findet man das ein oder andere Highlight, das werdet ihr noch sehen. Im Großen und Ganzen ist aber jetzt für meinen Gebrauch, selbst im Partyraum, muss man ehrlich zugeben, eher weniger bis nichts zu gebrauchen. Das gute alte Vinyl stirbt eben nie aus. Wir gehen jetzt dann auch rüber zur Schallplattenriege bzw. dem ganzen Haufen. Und ja, meine Frau schüttelt auch nur den Kopf, weil die so übereinander gestapelt sind, dass man fast die Tränen in die Augen bekommt. Es ist eben nicht schön anzusehen und am Ende verkratzen ja auch die Hauben. Oh, ja, das ist traurig, wirklich traurig. Aber es ist, wie es ist. Hier auf diesem Weg öffne ich mal die eine oder andere Haube, schaue mir die Spieler genauer an. Ja, traurig aber wahr. Ein wunderschöner Denon Plattenspieler in eher schlechtem Zustand. Seinerzeit auch eine Ära für sich. Den einen oder anderen Technics sehen wir hier auch. Wie ihr seht, alles leider sehr stabil übereinander gestapelt. Ja, traurig, traurig. Ja, hier hattet ihr eben ein bisschen den Überblick über die Halle gesehen. Wie sich herausgestellt hatte, war das nicht die einzige. Es gibt noch eine weitere. Da gehen wir nachher dann rein. Dort habe ich vor allem einen Denon-Player gesehen, der mich wirklich noch mehr interessiert hätte. Ja, hier auch ein Zeitzeuge, ein wunderschöner Akai. Hier liegt noch die Laboom 2 Schallplatte auf.
Super witzig, hat mich sehr geflasht. Ein niegelnagelneuer Audio-Technica sehen wir hier. Komplett neu. Das System ist auch noch darauf. Ein wunderschöner Pioneer. Auch in etwas schlechterem Zustand insgesamt. Ein wunderbarer Direct Drive, hier dieser PL 1100. Wie gesagt, der Zustand eher, ja, leider miserabel. Tut einem im Herzen weh. Ein wunderschöner Player oder Schallplattendreher von Yamaha. Leider fehlt eine Abdeckung. Sonst wäre das auch ein Kandidat, den man sich näher anschauen könnte oder müsste. Aber auch hier fehlt das Headshell. Das habe ich zum Beispiel durchgängig festgestellt, dass die Headshells, auch bei diesem Denon wiederum, komplett abmontiert wurden. Ja? Und diese Headshells zu besorgen, ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. Die gibt es auch als Druckware aus dem 3D-Drucker. Ich habe mir den Denon nochmals angeschaut. Eingehend oder anfangs hatten wir den auch schon mal im Auge, weil der hat mich schon interessiert. Aber hier ist der größere Pioneer, der 1200er, zurück zum Denon oder zu den, wie ihr seht, hier fehlt eben auch die Headshell. Und wenn man sich dann dieses Headshell besorgen muss, sind wir eben auch gleich bei 25, 50 Euro dabei. Dann brauchen wir noch ein Tonabnehmersystem. Und letzten Endes muss man sich halt wirklich gut überlegen, ob sich das dann noch rentiert. Hier auch ein bezaubernder Pioneer. Es macht einfach Spaß, diese Geräte anzuschauen und die Knöpfe zu bedienen. Es ist eine andere Ära, eine andere Zeit. Ein DP50L von Denon, auch hier ohne Headshell. Und mittendrin ein Ungestüm unserer Jugend, die PS2. Was auch auffällt in diesen ganzen Hi-Fi-Türmen und einzelnen Bausteinen sind sehr, sehr viele Tuner zu sehen. Hier sehen wir einen Technics Ambient Stereo Controller. Dieses Gerät war mir völlig neu. Ich habe mir es etwas genauer angeschaut. Ich kann mir dazu nichts reimen. Wer mir hier Angaben dazu machen kann, schreibt mir in die Kommentare. Ja, wie vorhin schon angedeutet, viele Tuner, auch einen Zeitzeugen aus einer anderen Ära, Kassettendecks, schöne Pioneer-Tuner. Was man noch dazu sagen muss, viele dieser Geräte sind hier aus Japan. Das heißt, wir haben ein anderes Stereoband, was den Tuner-Bereich angeht, und eine andere Netzspannung. Hier sind dann Adapter bzw. Trafos, Trenntrafos erforderlich, um diese Geräte überhaupt betreiben zu können.
Was mir leider auch negativ aufgefallen ist, dass an einigen, vor allem an den Verstärkern, die Knöpfe fehlen. Entweder sind diese, vorsichtig gesagt, abgefallen oder ja, jemand konnte diesen Knopf brauchen und hat ihn eben abmontiert. Gitarren gibt es auch, muss wohl eine Gitarrenauktion auch sein. War mir auch nicht bekannt, dass es Gitarren und Musikinstrumente gibt, habe ich vorher schon gelesen. Hier nochmal ein Überblick über die Halle, zumindest über den Großteil. Wir streifen nochmals über die Lautsprecher. Hier habe ich auch noch etwas Kurioses gefunden. Hier links unten seht ihr Sony Ulm. Der eine oder andere weiß, dass ich aus der Gegend von Ulm komme. Und es war tatsächlich eine Lautsprecherserie. Wenn ich mich nicht irre, waren es 3 Modelle und die hießen eben Sony Ulm. Ja, nachdem wir hier jetzt in der Halle durch sind, geht es rein in die zweite Halle. Hier läuft schon ein bisschen Musik. Die Jungs hier testen die Lautsprecher oder Komponenten, die sie ins Regal stellen, vorher ein bisschen und checken ab, ob alles soweit in Ordnung ist. Ja, hier finden wir auch die neuesten Treiber der neuesten Generation für unsere DIU-Projekte. Ja, um die Ecke gegangen sehen wir hier auch wieder viele, viele Lautsprecher und leider wieder gestapelte Turntables. Pioneer, Technics, No-Names, also zumindest mir nicht bekannte Marken. Und ja, gleich kommen wir auch zu dem Denon, der es mir angetan hatte, weil er eben in der optischen Qualität wirklich, wirklich herausragend war und mich doch sehr, sehr stark interessiert hat. Letzten Endes, das erkläre ich zum Schlusswort nochmal, ich habe ihn nicht gekauft habe, weil ihr, wie gesehen habt, überall die Headshells fehlen und eben auch keine Systeme montiert sind. Und ein wunderschöner Marantz tut einem wirklich weh. Ja, und eben die 100 Volt, was in Japan üblich ist, und einen Trafo macht. Ja, hier sehen wir das schöne Stück, den Denon, fast makellos, und der hat mich ein wenig verzaubert. Das ist ein DP 1200.
Hier sehen wir das einzige Bandgerät, welches ich hier in diesem Vintage Store gefunden habe. Ein Victor, leider ist die Marke mir nicht bekannt. Wie ihr seht, hat es mir der Dreher wirklich angetan. Ich habe ihn mir jetzt nochmals genauer angeschaut und hier haben wir auch ein Highlight, dieses Dynamic Servo. Das war seinerzeit in den 80ern der absolute Hype. Er lässt mich nicht los. Vielleicht fahre ich nochmal zurück, aber ich glaube eher nicht. Schaut ihn euch an, wunderschön. Hier sehen wir noch viele, viele Geräte mehr. Ein unheimliches Gefühl, diese alten Geräte mit Ehrfurcht zu begegnen. Eine Ära, die seinesgleichen sucht. Hier sind wir noch in der anderen Halle. Einige Lautsprecher. Ja, leider konnte ich kein Highlight dabei finden. Nichts, was mich jetzt dazu bewegt hätte, sofort diesen Lautsprecher mitnehmen zu müssen. Ja, das war's dann auch schon. Wir sind auf dem Weg wieder zum Auto, wieder zurück und wie es halt so ist, wir sind noch schnell zum Einkaufen gegangen, das eine mit dem anderen verbunden und ja, ich hoffe euch hat's gefallen und nun das Fazit. Ja, das war es nun mit dem Video für das Vintage Mecca. Jetzt mein Fazit für euch. Ich bin wieder oder wir sind wieder zu Hause und für mich, meinen Teil, hat es sich eher nicht gelohnt. Es hat sich nicht gelohnt, weil ich sag mal so, die Produkte passen nicht zu mir und zum Style. Ich hätte mir gerne diesen Denon Player, diesen Vintage Schallplattenspieler gekauft, aber es hat letzten Endes das Headshell gefehlt und deswegen habe ich mich entschieden, ihn nicht zu kaufen. Und ein weiterer Punkt war die 110 Volt und ich konnte ihn eben nicht ausprobieren. Das ist leider negativ, weil ja, ich muss ihn schon ausprobieren, mal testen, ob alles funktioniert. Vor allem das mit dieser, wie nennt man das, mit dem Tonarm, was er da macht. Ihr habt jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber naja, schade, egal, wir hatten Spaß. Wir sind auf dem Gelände ein bisschen hin und her gelaufen. Es waren ja auch noch Kleidungsstücke dort. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Verpasst keine Folge von Oleander Hi-Fi. Bleibt dran. Genießt noch den heutigen Sonntag. Hier ist schon Sonntag in Deutschland, wenn immer oder überall auf der Welt, wenn ihr mir dieses Video liked und kommentiert. Rock on, Grüße zu euch nach Hause und immer schön die Lautstärke hoch. See you soon.